4 Jahre. 7 Jahre. 8 Jahre. 14 Jahre. 25 Jahre. 36 Jahre. 40 Jahre. Als wir begonnen haben, hatten wir 250.000 Mitarbeiter übernommen. Davon waren die Hälfte Beamte. Wenn der Vorstandsvorsitzende den grauen Anzug trug, trugen am nächsten Tag alle Männer, und es gab nur Männer, auch nur graue Anzüge. Es war praktisch ein Wechsel von einer Behörde zu einem kundenorientierten Unternehmen. Eine Riesentransformation. Ich habe sogar das C-Netz noch erlebt. Die Einführung von ISDN damals. Mit dem Ergebnis, dass ein Journalist damals für ISDN die Übersetzung erfunden hat, ist sowas denn nötig? Der Kunde war lästig für die Bundespost. Die Kunden, die hießen nicht Kunden, sondern die nannten wir damals Teilnehmer. Die mussten bei uns einen Antrag stellen. Heute unvorstellbar. Die Telekom kommt aus einer Zeit der Langsamkeit, Einer staubigen Beamtenwelt. Einer langen Zeit des Monopols. zu einem begeisterten Dasein. Es ist die Neugierde. Neugierde ist die Triebfeder für Veränderung und Transformation. Ich bin im Korb reingeklettert und ich habe mich da festgekrallt. Und ich wurde angeguckt und es wurde gefragt, kannst du das ab? Und ich habe gesagt, ja, und das war aber gelogen. Und ich hatte total Angst, aber ich wollte da unbedingt hin. Ich bin einer der wenigen Frauen, die in der Montage arbeitet. Ich bin damals gestartet als Startup-Trainee, weil meine Mutter hat damals auch bei der Telekom gearbeitet, auch im Kundenservice. Und da wollte ich jetzt in die Fußstapfen treten. Und habe mir so manchmal auch gedacht, Mensch, da würdest du gerne mal arbeiten. Und mache auch sehr viel für die Telekom-Botschafter im Social-Media-Bereich und möchte die Frauen einfach mehr motivieren, in die Technik reinzugehen. Wir haben den Blick in die Zukunft gemacht und überlegt, Was am besten für unsere Kunden ist, was am besten für unsere Mitarbeiter und Aktionäre ist. Dass KI die Welt verändern wird und dass wir auf jeden Fall ganz nah dranbleiben sollten. Also es ist nicht die Technologie, die uns führend macht, sondern es ist die Haltung, wie wir die Technologien einsetzen. Ich will nicht bestreiten, dass der Bauch eine Rolle spielt, aber ich glaube, im Zentrum stand der Kopf und die Köpfe. und man findet wenige Firmen, wo diese Symbiose von Kopf und Bauch so perfekt ist wie hier bei der Telekom. Ich glaube, am Ende ist entscheidend, welche Menschen man in einer Aufgabe trifft. Weil jeder Mensch anders ist und wir von anderen enorm viel lernen können. Was mir bei der Telekom sehr positiv aufgefallen ist von der Unternehmenskultur, ist, dass man sich gegenseitig eigentlich immer hilft. Zusammen kann man echt Berge versetzen. Also ich bin stolz darauf, dass wir als Telekom Verantwortung übernehmen, auch gesellschaftlich. Ich bin ein politischer CEO, ich mische mich ein in die Debatte. Und da hört es auch dazu, dass man manchmal aneckt. Da habe ich überhaupt keine Angst vor. Wenn man das Richtige tut, kann man Erfolge nicht vermeiden. Wir hatten ein ganz schlechtes Image und das auch zu Recht, weil da waren wir teilweise noch bei Millionen Beschwerden. Und das musste geändert werden. Statt Mitarbeiter zu haben, die im Fernsehen ausgelacht werden, wir wollten zeigen, wie gut wir sind. Das Wort Magenta entwickelt einen bestimmten Geist. Magenta ist für mich Ein Zeichen von guter Laune. Fröhlichkeit und inzwischen mehr als ein Job. Wenn man so lange dabei ist, dann gibt es ja auch einen Grund dafür. Die Erlebnisse, die positiven wie auch die negativen, die schaffen eine Familie, die schaffen eine Zugehörigkeit. Ich habe ja früher eine Freundschaft gekündigt, wenn jemand sagt, ich bin bei 1&1. Wenn ich zurückblicke, hat mir die Tätigkeit bei der Telekom besonders viel Spaß gemacht. Dass jeden Tag was Neues auf mich zukommt, Dass jeder Bock auf unsere Produkte hat. dass es immer eine Herausforderung ist. Wenn man hier nahe bei einer Technologie ist, die sich rapide ändert. Ich habe gelernt, viel Mut mitzubringen. Das Unternehmen ist für mich der Mensch, der hier arbeitet und mit dem, der mich inspiriert. Ja, leider wurde ich dann zu alt und musste gehen, sonst wäre ich gern geblieben. Wenn alle in ihren Disziplinen den Anspruch haben, die Nummer 1 zu sein, dann muss die Summe auch die Nummer 1 sein. Telekom war ein wesentlicher Teil von meinem Leben. We won't stop. Never. Das ist schon eine Sache, die mich enorm mit Stolz füllt. ja, es gibt einen kleinen Funfact. Ich bin eine Woche nach der Gründung der Deutschen Telekom geboren. 2 Wochen nach der Telekom bin ich geboren. Vielleicht ist es ein Zeichen, ich weiß es nicht. 30 Jahre Telekom, 30 Jahre ich.